Weil du Destiny spielst. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Wir haben einen Delay. 4. Es fängt direkt an. Doch, ist bei mir gleich. Fängt direkt an mit dem Trailer, ich sag's euch. Passt auf. Los geht's. Let's go. Welcome, Guardians. So Ja, awesome moin. to be here with you again. Last time we got up here, Joey Blackburn, we got a chance rasier to dich. show you Savathun, the witch queen. Was soll ich denn sagen? Nee, er hat den Schnorres einfach wie Aber eine die schlechte Lederjacke Bewerbung. ist auch schon. Also, der sieht auch mit der Lederjacke so ein bisschen. Also, To the original Loot Cave. Ja, die passt jetzt nicht so richtig. Ja, er sieht Der braucht gut eine aus. andere. Der mit dem Der kann eine andere Lederjacke würde besser passen. Evil. Ja gut, der mit dem Bart, der passt ja, aber der mit dem Schnauzer. Eher der eine soll sich braune. rasieren. Eine braune. Inside a grenade launcher. And now, you've been spending the past few weeks cleansing a derelict Leviathan from its twisted nightmares. Oh ja. The last year has been the best year we've ever had in the Destiny community. Echt? Hope you can feel it as well. And seeing this kind of reaction from our community. Ich glaube, die Spielerzahlen sind auch richtig hoch gewesen. Mit Hexenkönigin. We're not just developers, we're also guardians. Und Bungie hat ja auch noch gleichzeitig, das ist ja auch krass, gleichzeitig komplett auf Work from Home gewechselt, ne, während der Pandemie und alles. Ja. Und das haben die auch gut hingekriegt, finde ich. Also dafür, dass sie halt eben wirklich extrem viel von zu Hause aus gemacht haben, sauber hinbekommen. Und da ist für mich halt eben auch das DLC-Release-Verschiebung von damals mehr als legitim gewesen. This is the beginning of the end. Okay, Lightfall. Is Lightfall. Shut up, Aber- Trailer! Alter! Gib mir! Oh, das ist Cyberpunk. Das ist nicht Destiny. Es hieß ja... Oh, die Mucke! Das ist Cyberpunk. Alter. Und eine Pyramide auch noch. Der neue Super ist grün. Ninja Turtle. Das sind Cyberkabal. Ey, der eine sieht aus wie ein Ninja Turtle. Ah, das ist Kallus. Digga! Jetzt kämpfen wir mal gegen den echten Kallus. Und wir schießen auf die Pyramiden mit Granatenwerfern, alles Das klar. ist der Kallus-Planet, das ist der... Oder? Da ist er, der Witness. Aber das ist voll das Cyberpunk. Was ist das für eine Stadt? Das ist der Planet der Kabale. Glaube ich nicht, Doch, oder? 100 Pro. Die hatten nämlich Kabal, so eine Kabal-Statue gehabt. Wow. Aber dieser geile Cyberpunk-Flair. Ja, der Jäger kriegt ein Seil, Mann. Ein Ninja-Seil mit so einem Kunai vorne dran. Alle haben das. Kriegen wir einen Schicksein. Grappling-Hook? Kriegen wir einen Grappling-Hook in Destiny? Willst du mich veräppeln? Was mit Destiny? Wird Destiny einen Grappling-Hook kriegen wie Titanfall? Ja, klar. Was wir- Da, was in der der neue Welt- Super. Was in der... Lightfall, das sieht aus wie Mass Effect, das Logo. Das ist volle Kanne so Space-Shit, so das Thema, also so visuell. ohne Sowas hatten die Scheiß. noch nie. Sowas hatten die noch nie. Das ist ja geil. In was für eine Richtung entwickelt sich Destiny? It's all here. It's all happening now. Things are finally coming. Ich mach's mal ein bisschen lauter. Thematically, we really have been honing in on that kind of bombastic, big set piece approach. It's gonna be over-the-top action, adrenaline pumping, like the whole time. This is really kicking off the conclusion to the Light and Dark Saga. where we Genau, das ist ja finally die face vorletzte down Sache. this foe that we've been anticipating Nicht facing for verwechseln, so long. danach It's stand halt pushing eben it to And 11. Beyond. Nicht verwechseln, nicht verpassen, nicht vergessen, so rum. We've been Ja, hinting es at this malicious force in the darkness. gibt ja jetzt, wie gesagt, Lightfall und danach dann. Final, Ich auch. Ich habe auch mit was ganz anderem gerechnet. Und danach Final Shape. Ne? Also das ist Und dann die hieß es Licht- halt und eben- Finsternis-Saga. Genau, dann hieß halt eben Und hier hinterher diese- And Beyond. Alice is really Diese Szene mit dem Nacken Kallus. Da oben, siehst du das? Da Ja. war gerade die Statue gewesen, dieses riesige Gesicht. Okay, die haben, das ist ein bisschen wie, so wie sie das erklärt, ein bisschen wie, wie soll ich sagen? Genau, Dune ist ein guter Vergleich. Warhammer, die Kabal sind ja immer so ein bisschen Warhammer, aber die Kabal, hat sie gerade gesagt, dass es wird ähnlich sein wie mit den Scorn, also diese Subrassen. Ja, die Kabal werden hier neue Fähigkeiten kriegen. Die neuen Kabal, die kriegen neue Fähigkeiten, ähnlich wie die Siva-Gefallenen oder die Scorn, also eine Veränderung dieser Rasse sozusagen. Also wenn die wenn sie das Game so durchziehen, wie sie es im Trailer gezeigt haben, mit dem Movement oder sowas, dann ändert sich alles für Destiny. Ah, die Stadt ist auf Neptun und sie heißt Neonuma. Genau, stand's gerade.
Wow. Da gibt's eine... Auf Neptun gibt es eine menschliche Kolonie, die seit dem Kollaps da überlebt hat, die wir nicht kannten. Das ist ja lustig. Das ist ja krass. Das sieht aus wie die Dings-Arena. Fußballstadion. Also wir lernen jetzt komplett neue menschliche Subkultur kennen im Sonnensystem. Das ist ja verrückt. Ja, das sind irgendwie... Ah, das ist die neue... Alter. Ja, das sind halt so... Das sind so eine Art Elfen, also so Menschen, die halt... Wie die, genau, die Erwachten. eine andere Rasse oder also von den Menschen abgespalten. Ähnlich wie die Erwachten wahrscheinlich, ne? Ja, die haben aber da die ganze Zeit im Geheim gelebt, offensichtlich. Okay. Und die sehen ja auch so Cyberpunk-mäßig aus. Da hat wohl einer echt Bock auf Cyberpunk gehabt im Designteam. Definitiv. Komplett neue Richtung. Allein das hier. Smack. Alter. Also der neue Super heißt Strand. Strang. Strang, ja, ist also Strang, genau. Strang. You are discovering this power for the first time. No one in the universe ever in the history of Destiny has used Das ist, Strand also wir stehlen das nicht, sondern wir lernen das neu und wir sind die Ersten, die das können. Interessant, also die Hüter verändern die Finsternis für sich selber. Das ist das Thema dieser neuen Subklasse. Und wahrscheinlich hast du eine Art Grappling-Hook und kannst dann dadurch diese geile, aber überhaupt so eine geile Stadt mit Vertikalität und dann Grappling-Hook. Wie cool. Also ich wünsche, die zeigen echtes Gameplay auch mal. Schattenlegion zusammen mit erzeugen, genau. Diese kleinen Ausschnitte. TheBadBeard, jetzt mal ohne Scheiß. Wo ist dein Hype? Ich finde das richtig cool. Das ist überhaupt nicht, was ich erwartet hatte und es sieht super spannend aus. Dieser Mann, ich weiß nicht, der kommt mir so vor wie Brooklyn Nine-Nine, Raymond Holt. Einfach, ich lache gerade brüllend. Ich sitze hier auf glühende Kohle, bin gerade übelst am... Und TheBadBeard einfach, ja, das ist cool, das ist richtig toll. Emotion, Bro, Emotion. Ja, wie gesagt, also ich möchte halt die Details sehen, ich finde das cool, aber ich bin nicht mehr so mega, also ich will halt erstmal direkt sehen, was es ist, bevor ich mich hypen lasse. Ich finde das jetzt von der Story sofort interessant, aber das ist auch einer meiner Lieblingsaspekte. You tested yourself against the Witch Queen in her Lucent Hive and rose to that challenge. Na gut, manche haben es auch solo gemacht, ne? Cyberpunk Destiny, crazy. Auf jeden. Okay, es wird auch wieder eine legendäre Kampagne geben. Oh komm, gibt's jetzt Gameplay, bitte? Wir haben keinen April, oder? Unser Liebling? Ja, ist cool. Ist es. Ja, der mit seiner eigenen Beatboxer. Aber das Beatbox ist eigentlich ganz gut, ja. Da ist ein bisschen Gameplay. Arcade, es gibt ein Arcade. Erinnert mich so Die Mucke ist auch so, ne? Ja. Erinnert mich aber auch so ein bisschen an Ghost Recon Breakpoint. Gut, sie hat gerade gesagt, man wird Strand benutzen, um durch die Stadt zu gehen. Also Strand ist auch eine Mobility-Fähigkeit. Also es wird Grappling Points geben, nehme ich mal an. Man wird nicht so Spider-Man-mäßig, sondern es wird so dedizierte Punkte geben. Crazy. Das ist ein bisschen wie Wakanda. Also die haben die ganze Zeit da so ihr Ding gemacht und wir wurden hier mehrmals fast ausgelöscht und die haben da so rumgechillt. Das ist eigentlich irgendwie scheiße, oder? Ja gut, wenn man nichts mitkriegt, passiert das halt eben, ne? Die reden von Roadblocks und Patrols. Das klingt ja echt wie so ein Open-World-Cyberpunk-Game. Na gut, wenn man sich halt eben mit der Also wird es wohl nicht sein, es wird ja trotzdem noch Destiny sein. Ja. Wenn man sich mit der Fähigkeit eben so bewegen kann, wird die Karte um einiges größer sein als gedacht wahrscheinlich, ne? Ja, vor allem sehr vertikal, glaube ich halt. Na, wenn sie schon Hochhäuser machen. Aber das ist geiler Scheiß. Passiert. Ja, auf jeden Fall. Viel Pyramide. Hat genau, das ist eine neue Einheit. Kopfless, okay? Quäler. Ja, das sind Finsternis-Units, also so wie Ogre sozusagen.
Ja, okay, die sehen Dark Souls-mäßig aus, Alter. Ich finde auch das visuelle Design der Finsternis, das erinnert mich total an Warframe oder so, weil das ist so weird. Also, es sieht wirklich nach Alienartig, also unverständlich aus, ne, so dieses Design. Ja, aber sie müssen halt eben mal anfangen. Es ist halt eben sehr hängen geblieben mitunter. Jetzt nach und nach ändert sich das ja. Hast du gerade gesehen, in der Kampfarena hat er sich so an so einem Ding auch rumgeschwungen. Das sah cool aus. Das sich einfach so. Die Legendary Campaign war eine richtig gute Idee. Das hat mich an die alten Halo-Zeiten erinnert. Das machen sie jetzt nochmal. Finde ich gut. Das unbedingt lassen. Twitch Unicorn, danke für den Follow. Und an alle nochmal, es gibt nachher auch noch ein Gewinnspiel. Also dranbleiben. Hast du das gesehen? Man braucht keinen Gegenstand, um sich dran zu ziehen. Man macht sich quasi einen Gegenstand, um sich daran festzuhalten, um dann durch den Raum zu gleiten und zu schwingen. Geil, cool. Vielleicht, also Marco, über diese Kooperation werden die wahrscheinlich auch noch reden. Weil da gibt's eine, die ist ja schon geleakt. Ja, das sieht cool aus. Definitiv. Oh, komm, warum muss der Stream jetzt laden? Bitte. Ist bei dir auch? Nein. Okay, jetzt geht's weiter. Der Titan. Ah, cool. Ah, du kannst sie so aufhängen. Der Titan kriegt natürlich wieder irgendwelche Fäuste, natürlich. Ja, aber hast du die Stacheln gesehen? Die sind voll spitz und so. Da kannst du schon. Aber dass du die so aufhängen kannst wie so Marionetten, das ist ja lustig. Strand is psychic energy that forms this extra dimension. Matrix, ja, weil deswegen ist es grün. Ja, auf jeden Fall. And you, the Guardian, are sort of gaining the knowledge and gaining the power to peer into this alternate psychic universe. Aber es ist nicht irgendwie toxic. Weißt du, wir haben ja gedacht, es wäre eine dornmäßige Vergiftungssubklasse, aber das scheint es nicht zu sein. Nee, das scheint eher ich meine, die Farbe. Wie kann man das nennen? So wie die vierte Dimension halt, ne? So, du ziehst da etwas heraus und spinnst auf einmal Leute an. Ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Sieht für mich so dimensionsbedingt aus. Strand has a grappling hook. Since you're genau. seeing into this cosmic web, you are able to grapple at any point because the cosmic web. Oh, das ist ja geil! Digga, du kannst dich an dem Zug in der Strike langziehen? Diese kurze Szene. Moment mal. Heißt das, dass sie die Strikes ändern? Heißt das, was ich vor dem Stream gesagt habe, was ich mir wünsche, dass sie die Strikes ändern? Ich habe keine Habt ihr das Ahnung. gesehen? Das war eine alte Strike, der hat sich da einfach... Alter. Na gut, sich daran festzuhalten, sollte echt möglich sein. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, es hieß halt eben der kosmische Strang, also der kosmische Strang. Cosmic String. So kosmische Fähigkeit. So aber diese Grappling-Scheiße. Niemand, wenn du einen Grappling-Hook hast in einer Subklasse, wird niemand jemals eine andere Subklasse spielen. Wie geil ist das denn bitte? Ja, aber Grappling-Hooks sind das Beste in Videospielen. Ja, das hat jeder, das kann jeder benutzen. Das ist schon mal cool. Okay. Wie ich es gesagt habe. Ja, die Warlocks können halt wieder irgendwie Shit schießen. Die Titans kriegen Fäuste. Ja, der Titan. Genau. Messerhände, was? Titan mit den Messerhänden. Ja, Rope Dart, das ist Ninja-Action. Oh ja, bitte. Das ist Wuxia Kung-Fu-Action, das mag ich. Und es ist ein Mobility super, so wie es aussieht. Ich glaube, ich werde nochmal Hunter Main. Das gefällt mir. Das ist cool. Das ist cooler Kung-Fu-Shit. Das Problem ist, wenn die immer die neue Subklasse so verdammt cool machen, will keiner mehr die anderen spielen. Vor allem ein Grappling-Hook ist unglaublich schwer abzugeben, weil es so viele Mobilitätsmöglichkeiten gibt. Da müssen sich aber das ist crazy. PvP was einfallen lassen. Ja, das wird verrückt. Also,
Sowieso, Also immer. für schmelzige PvP muss ich was Leute, einfallen lassen, weil wenn diese Ulti Anima, ist, alles wird. denkt dran, das ist nächstes Jahr. Jetzt gleich kriegen wir ja schon Season 18. Wir können gleich sogar geiles Zeug spielen. Ich weiß Ist das nicht, dass ich cool? lebe. Ja, habe ich ja gesagt, die Spielerzahlen sind richtig We gut. believe that there are still millions more of your friends that would love to play Destiny with you. And the Meine things Freundin that möchte you wanna see us Destiny improve in spielen. Destiny, Da muss ich ein Steam Deck kaufen, dass sie dann auch mit mir spielen kann, weil ihr Laptop kann das nicht. Aber wollte mir sowieso ein Steam Deck kaufen, um ein Review zu machen. Sieht so aus wie Arismon in der Art, aber ich glaube, das ist nicht so der Fall. Easier to swap from being that boss melting, storm chaser wielding, falling star juggernaut right into that ultimate Yeehaw, Dead Man's Tale shooting. Wollen Sie Loadouts machen? Wollen Sie endlich Loadouts None of what machen? Joe just said makes sense to you? We wanna fix that Bitte too. macht Loadouts. It's not Bitte. about removing the depth that makes Destiny so great. It's instead about allowing everyone Unicorn, to danke dive für den Sub. deeper with ease. Loadouts? Loadouts? Bitte! Bitte, Loadouts! The changes we're Bitte. making to make Destiny easier to come into, changes to how you build your characters, changes Loadouts, to ja. how you see what there is to do and what there is to accomplish. Loadouts. Das ist eine meiner Top-Wünsche für Destiny gewesen. Weniger Menü-Action, weniger Beutezüge, direkt in die Action rein. Dein Wunsch geht in Erfüllung, ne? Einfach Loadout erstellen, speichern, zack, zack, zack. Loadout PvP, Loadout PvE, gib ihm. Geil. Ja, das ist korrekt. Die neue Spielererfahrung ist Guardian Ranks. Okay, das ist neu. Das ist die neue, also das ist sehr gut. Es scheint eine neue Spielererfahrung zu sein. Für neue wahrscheinlich. Involves other Guardians and what they think about you. That is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really explored. Das ist wichtig. before. When you show up in the tower and you see Das ist wichtig. that person Weil sich ja auch that jede one of the Season was highest ändert. ranks, you're gonna Wie know viele die that Leute you're unter jedem looking Video at fragen, was ist gerade los, ich weiß nicht, was ich machen soll. mastery of many of the different activities in Destiny, not just from our perspective, but from the perspective of other Ronny. players. Some of the higher Guardian ranks will actually be Da gibt's auch Rüstung wahrscheinlich. to step up, to actually rise to the occasion and prove to other Gibt's irgendwelche Guardians Belohnungen dafür that wahrscheinlich. you are a strong player and a strong leader. Ja, mit dem Raid Rang Sherpa. beweist halt eben, dass du halt eben viel Erfahrung drin hast, wobei der Rang nicht immer was auszusagen hat, ne? Ja, wenn du anderen hilfst, gibt es... Ja, das ist doch cool, das ist eine gute Idee. In the year of Lightfall, Auf jeden we're Fall. going to actually be investing in building In a Lightfall. group system in Suche der Gruppen endlich mal. Ja, in-game. das ist auch noch ein Top. Das ist auch noch ein Top, einer meiner Top-Wünsche, LFG. Schön, schön. Oh, das ist danke. super. Oh mein Gott. Und jetzt noch Loadouts, Leute. Komm, jetzt noch Loadouts. Die Loadouts hast du doch schon gesehen, gerade auf der linken Seite, vorhin. Ja, hast du kurz gesehen, aber jetzt sollen sie noch mal was dazu erzählen. Endlich, Mann. Be able to say, this is a player who I can trust to lead me through the new raid. I want to join their group. Ich wusste, dass das heute Or they Hype can wird. say, these are players who are new to the activity. I want to take them for that first raid because that'll be a great experience for them and a valuable experience for me as a leader. Und sie machen das auch mit einer Belohnungsstruktur. Das ist sehr smart. Wenn du Leuten dann Cosmetics dafür gibst, dass die da den Leuten helfen, das hilft. Das funktioniert. Das funktioniert. Ja, Gruppenfinder, aber in gut. Ah, du kannst ja den Leuten, dann Bewertungen geben. Das ist Oh, gut. das ist schön, das ist cool. Das fördert halt auch Community. Das ist eine sehr gute Idee. Ist eine gute Idee, aber kann halt eben auch ein bisschen nach hinten losgehen, ne? Naja, man wird halt sehen, wie die das. Die werden sich das schon überlegt haben, aber das ist gut. Aber da kannst du schön was sammeln. Or as a leader, then to have other players say, this person's a great teammate, this person's a great leader. Obwohl, du It's kannst really keine a Negative system that's abgeben, designed sehe ich to gerade. let Nee, du players kannst halt nur sagen, sagen, kannst halt okay, nur der hat den positiv, über- genau. oh, So macht man das auch. Der war so voll der So macht man so Damage-Spieler dieses Thema. und der war Du voll gibst- im Support drin. Genau, in Monster Hunter gibt es das auch und in vielen Spielen, da kannst du den Leuten halt einfach so, der hat's gut gemacht, weißt du? Und da wirst du bevorzugt in der Gruppensuche mit dem Spieler, wenn du den schon mal geliked hast sozusagen oder sowas. give you an opportunity to like Sehr work with gute other Idee. people and do things together Top. and get to know each other. And with a system like LFG, you're making it so that more people can mein Gott, get that ey. experience started Endlich. than ever before.
Und das heißt aber, wisst ihr, was das für mich heißt? Dass mit Lightfall und Final Shape das nicht vorbei ist. Man bringt ja nicht in den letzten 2 Jahren von so einem Spiel so ein System raus. Das... Hier, guck mal da, der Loadout. Warte mal. Ja, jetzt kommt der wichtige Teil. Fuck yeah! Wie ich das hasse. Diese Puzzelei im Inventar. Bounties, Loadouts. Ja. Was halt eben dieses Bewertung abgeben geht. Es gibt keine schlechte Bewertung. Das heißt, warst du gut im Support, bekommst halt eben die Support-Medaille. Du bekommst dann einfach random irgendwas, aber es gibt nichts Schlechtes. Also nicht im Sinne von, der war kacke. Das scheint es in dem Bewertungssystem nicht zu geben. Weißt du was? Das macht mir direkt wieder richtig Lust, Destiny zu spielen. So LFG-Zeug, mein Gott, ey. Ich gehe jetzt schlafen. Das wird auch die ja, das wird die Community auf jeden Fall stark fördern. Ich glaube, das wird sehr positiv für das Spiel sein. Auf jeden Fall. Jetzt kommt was zur neuen Season. Ich glaube, die wollen sagen, diese Season wird richtig gut. Ich glaube auch, weil wie gesagt, ich habe ja vor dem Stream schon gesagt, ich habe da einiges gehört. Inhaltsdürre ist nicht ganz vorbei, würde ich mal behaupten. Nee, nicht ganz. Aber es ist besser. Es ist besser geworden, ja. Bin gespannt. Leute, das können wir uns gleich also angucken, was er jetzt erzählt. Sehr, sehr, sehr stark. Das ist genau, was ich gesagt habe. Wir brauchen eine Crew. We may even need to find a captain to join us on our next adventure in the season of Plunder. Die Leaks sind wahr. Piraten-Season. Space Piraten. Oh, die Rüstung. Ja, Eramis, da haben wir's. Die Crews folgen ihren Befehlen. Meint ihr, wir werden Eramis dann auf unsere Seite bringen? Nee. Sehen wir ja gleich. Piraten. Es hieß ja, wir brauchen einen Captain. Space Piraten, Baby! Also, Ankerlichten. Ah! Ehre! Ehre! Ja, der Drifter passt da gut. Oh, ich hab Bock auf die Season, Leute. Ich hab Bock. Ich hoffe, du hast noch Munition übrig, Güter. Und Spider feiert auch sein Comeback. Der Spider ist mit dabei. Du hast so Kolonial-Piratenrüstung, die sieht richtig gut aus. Ja, die gefällt mir. Drauf an, Geschmackssache halt, ne? Bei den Waffen bin ich mir so ein bisschen unschlüssig. Bam. Da hast du das neue Titanen-Ausweichen gesehen. Der Titan kriegt jetzt einen Dodge-Move, ne? Die wahre Alter, das wird, glaube ich, ziemlich spaßig. Das gefällt mir. Das ist ein gutes Thema für eine Season. Space-Piraten. Nice. Fall. Oh, die Ulti vom Jäger. Der Speerwurf. Ist ja geil. Das Sternenmeer erwartet euch. Komm. Gib mir. Gib mir das. Ich will das. Ich finde diese ganzen Abenteuer echt aufregend. Das ist einer der besten Season-Trailer, den die je hatten. Das sieht einfach nach Spaß aus, oder? Ich hab leichte Flut der Karibik-Vibes. Ja, jetzt aber echt mal, das ist total geil. Das ist richtig geil. Also mal gucken. Nach dieser traurigen Horror-Season jetzt eine Spaß-Season. Vielleicht werde ich für die neue Season so ein Sparrow-Bärtchen mitzwirbeln. What if we just go to the stars and dig up buried treasure? We are unearthing a lot of mysteries and secrets. We're swashbuckling. Collectibles. Anima, nebenbei, guck doch mal, ob du schon Download starten kannst, ne? Auf deiner Konsole das geht bei mir recht schnell. Ja. Coffee to go, Dankeschön für deinen Sub. 9 von 10, ja. Mein Hype ist jetzt auch stark gestiegen. Dass Eramis jetzt zurückkommt, ist auch top. Ach Mann, das wird doch so, das wird spaßig. Ach, Mann, ist das geil. Oh ja, Baby. Diese ganze Bar-Thematik. Ich meine, ich habe eine Twitch-Bar, ja, also da, komm, das ist genau mein Ding. Geili. Ja, Landratten. Ich bin voll dabei.
Drifter. He's going to toss you the keys to your personal catch. Then you're just going to set out. Schau mal, das ist der Schatzplanet. So excited. Kommt hin, kommt ungefähr hin. Den kenne ich, der ist gar nicht so schlecht. Der ist gut. Multiple Activities. Multiple. Geil. Oh, wir müssen die Schiffe einnehmen. Ja, bitte. Ah, geil. Aber hat halt eben das ähnliche Prinzip wie aus dem Dungeon, dem 30 Jahre Bungie-Dungeon. Aber wir kämpfen uns durch das Chef. Ist ja geil. Oh, ja. Ich liebe es. Das ist genau mein Ding diese Season, Leute. Wow. Und Expedition, wo man Schatzzeug sammeln muss. Junge. Junge. Is what we're calling pirate hideouts. We have so many like different little maps that you can piece together fragments of this season, and they lead you to the lair of the pirate lord, right? Their hideout. Und auch noch Schatzsuche. Also 3 neue Aktivitäten. Da haben sie aber richtig reingehauen jetzt. Jo, Leute. Collectible, Schatzsuche, dies, das. Oh Gott, ist das geil. Ey, ach. Ich freue mich immer wieder, wenn Destiny gut ist. Wobei ich ja mit dem vermute, dass die Schatzsuche eher so ein Public-Event sein könnte, oder? Nee, das sieht so aus, als ob man einzelne Teile der Karte finden muss und dann hat man als Belohnung so einen kleinen Dungeon wahrscheinlich, um den Schatz auszubuddeln. Mal schauen, ne? Genau, jetzt geht's um Arcus 3.0, aber da wissen wir schon sehr viel drüber. Das kommt ja auch noch dazu. Junge. Hunter is really about close range action, being fluid and dynamic and agile, evasive. So we're gonna give Arc Hunter a new super. We call it Gathering Storm, where you summon your Arc staff, like twirl above your head and then launch it out, and then it will embed into the ground or into like bosses or mini bosses or champions. In die Bosse kannst du den Stab reinschmeißen. Echt jetzt? Geiler Scheiß. Ja! Fühlt sich das gut an. It'll start Tesla coiling little. Das fühlt sich gut an. Warlock is kind of this elemental conduit. You are a class that will. Ich glaube, jetzt ist er kommen. You will create things out of lightning. Previously, we had this exotic armor piece called Getaway Artist, where you consume your grenade and it'll make a what we call a sentient arc soul that fires faster and does more damage as a result. So we decided das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich geiler Scheiß, Leute. Mein Hype-Level ist jetzt auch bei 9 von 10, das sage ich euch. So für 2-3 Wochen, dann ist wieder rum. Ja, ich glaube, die Season werde ich auf jeden Fall Max spielen. Something that we felt like is going to be competitive in this new environment of air dodges and air slams. That's a new ability called Thruster. It's all in first person. It's all very much in the heat of the moment you see it happen. Its whole property is like rush down or get away. It's a movement tool to the max. There's gonna be this new melee ability called Thunderclap, which is like an amazing thing where he like charges his fist of super flashy. It's our first ever charge melee, so you hold down the button and as that cocks back and charges up, you'll end up doing more damage and getting. Oh, das lädt ziemlich lange. And speaking of like the whole. Ja, was ist denn hier los? Na, da habt ihr jetzt gerade die Akkusladung gesehen vom Dings, vom Teil. Und die lädt doch schon ein bisschen. Sorry, der hat gerade ein bisschen gebuggt hier. Ich hoffe, es ist wieder gut. So machbar, aber wenn du das quasi direkt vor einem machst, dann hast du mit diesem. Wir werden das auf jeden Fall ja auch gleich live im Spiel sehen, Leute. Keine Angst. Ich hoffe, das läuft jetzt wieder rund. What I'm most excited about in Season of Plunder is that this is really a season that has a sense of adventure. You're exploring the system, you're looking for Abenteuer-Season. You're seeing the world evolve. Yo-ho! Da seid ihr genau richtig bei Captain TheBadBeard. We just leaned really hard Dr. Captain. Pirate Fantasies. I love that we have your own catch.
I love that you're tracking down buried treasure and then going after the pirate. Was du jetzt Captain TheBadBeard? The thing about Destiny is we're not just a fantasy game or a sci-fi game. We're kind of a Ja, das war immer die Idee hinter dem Namen. Captain TheBadBeard. Traditionally, back in the 17 and 1800s, we have like a flintlock. Noch knapp eine Stunde, bis die Server da sind, ja. That plays different than fusion rifles you've ever seen before. It's just like end to end, just really leaning into that spirit of like the pirate adventure, and let's also make it so that new players coming in can actually jump in and get started. The gift of the Thunder Gods is a starter kit. It's a set of armor, it's a Thunderlord exotic weapon. Echt, du kriegst einen Thunderlord geschenkt, okay. Set sail, become the captain, and build your crew today in Destiny. So ist es. Die Space Piraten sind so. Ich habe ja auch mal Starbound gespielt. Oh, also. und jetzt geht's weiter mit dem Raid. Ja, es ist Königsfall. Der Raid ist Königsfall. Ihr seht's, geil. Finden wir auch alle geil. Wer findet es nicht geil? Ich finde den Raid alle geil. Einer meiner Lieblingsraids. Die Rüstung vor allen Dingen. Waffe. Die Rüstung kommt zurück. Boshafte, bitte. Ja, die Waffe kommt auf jeden Fall auch zurück. Ja! Ich mag aber allgemein das Waffendesign, ja, in dem Raid. Also die normalen Waffen. Die kriegen ja auch alle dann neue Perks. Die kriegen einen Trade, einen eigenen. Das ist geil. Look at these. Chefskiss. Ah, das ist toll. Da habe ich Bock drauf. Auf den Raid freue ich mich. Wirklich, ohne Witz. Auf den Raid freue ich mich. Mehr als auf Artion. Ich glaube, wir müssen mir Urlaub nehmen. Hallöchen. Moin. Big Boy. Das war ein Moment in Destiny auf jeden Fall. Hammer. Freitag, wisst ihr Bescheid, ne? 18 Uhr, ich bin dabei. Ich versuche WF. Ja. Ich brauche... Nee, echt jetzt? Ja. Ich brauche noch ein Raid-Team. Ich muss mal in meinem Clan fragen. Ich bin dann nur so on-off aktiv. Der Marco hat schon Urlaub, na toll. So, we've shown you Lightfall. We've shown you the new damage type, Strang. Good stuff. We've shown you Good some stuff. changes to the game that we're going to be Auf making jeden Fall. next year. But we have one more thing that we are excited Noch eine weitere. Noch mehr. is coming to the Epic Game Store. Das ist egal. Ja, aber das... Nee, ist nicht egal. Das heißt, es gibt eine Collab. They love Destiny. And we are just huge fans of what they've been doing in the social game space. When we first started working with Epic, we sat down and talked about the impact that their games have had on us. And they had a bunch of the same stories for us. They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoy the social experiences in Destiny. And I got to talk about the summer of Fortnite Chapter 1, Season 5, when my whole family was laser focused, taking turns in the island to unlock Drift. In addition to launching all of Destiny 2 on the Epic Games Store today, for the next week, if you download the game on Epic, we will give you the 30th anniversary for free. Das ist gut. Das ist ein guter Deal. Das ist ein guter Deal, ja. Or you haven't played the Grasp Dungeon, come to the Epic Game Store and you can jump in for free. Und wenn ihr es runterladet, ist ja egal, dass das ja überall freigeschaltet ist, klar, ne? Dann hat ihr gratis das 30 Jahre Bungie-Paket. Ja, musst du einfach nur runterladen. Ja. Why not? Why not? Gut, ob es jetzt So, jetzt kommt die Collab. Da ist sie, die geile Fortnite-Collab. Zavala kommt in Fortnite und in Fall Guys. Und das sind die geil... Oh, die sehen so gut aus. Die Skins, die man kriegen kann in Destiny. Das sind Fortnite... okay. Ja, okay. Wer die Games spielt, bitteschön, Attacke gib ihm. Soll einfach machen, ne? Ja. Aber ich spiele jetzt neidisch auf die Fortnite-Spieler, weil sie die Fremde und ihren Geist bekommt. Ja, aber pass auf. Du bekommst ja in Destiny auch hier diese... Guck dir mal diese geilen Skins bitte an. Hier, der Warlock. Das sind die Fortnite-Skins, die nach Destiny kommen, aber die sind Hammer. Ich weiß nicht, ob ich dafür dann auch noch irgendwas runterladen muss oder so, aber ich will das auf jeden Fall spielen. Top Stuff. Dass sie das jetzt mehr sozial machen, ne? Diese Ankündigung mit dem ganzen Zeug, das ist top. Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Das ist jetzt gerade ganz schlechtes Timing. Since we started charting Ich streame gerade. We've been building this story across 5 years of expansions since the first pyramid ship emerged in Shadowkeep and we first escaped the darkness. Then, across Beyond Light, the Witch Queen, and coming up in Lightfall in the final shape. Es kommst du auf einen Wartraumscheiß a climactic collision between the powers of light and dark. We've also been working on the Destiny engine behind the scenes, preparing our technology and our game to last for many, many years to come. Ja, sagen Sie es auch nochmal, es soll weitergehen. Genau. Das wird irgendwann aber einfach in Destiny umbenannt. We want this story
Konnte ich nicht denken. Und weil, wie schon gesagt, weil sie diese ganzen Social-Sachen angekündigt haben. Das geht noch viele Jahre weiter. Das ist gut. Nein, kein Sunsetting mehr? Ist es deren Ernst? What? Das war ja damals schon ein Fehler von mir gewesen. Ja, natürlich war das ein Fehler. Aber wie soll das denn funktionieren? Einfach alles drin lassen. Also das heißt, nichts mehr fällt raus? Right now, Season of Plunder is live, and the Helms get a set of supercharged art gear. Anyone looking to catch Was für ein Stream, Alter. Wow. You can download it for free, and you can get the 30th anniversary pack as your welcome gift. And if you like what you saw about the future, right now, pre-orders for Lightfall are live on all platforms. Wow. And anyone who purchases the annual pass gets the exotic auto rifle Quicksilver Storm today. Today is a perfect day to play Destiny. So we'll see you in game. Diese ganze Zukunftssache, die sie jetzt erklärt haben, ist top. Na, also diese ganzen Social-Änderungen, wie schon gesagt, das wird ordentlich. Hier nochmal ein kurzer Blick auf die Action. Richtig heftig ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht gut ab. Denkt dran, Leute, gleich gibt's auch noch Season 18 Gameplay hier und ein Gewinnspiel. Good stuff. In einer halben Stunde kommt mein Kollege, der eigentlich auch hier für den Stream geplant war. Der gute Frankie. Spielst du auf PC oder Konsole im Moment? Gut, was man halt eben sagen kann, das hier ist jetzt halt eben so eher eine schöne Zusammenfassung. Ja, das hat ihr Bungie jetzt hat ihr gesagt, ja, wir hauen hier die Sachen kostenlos raus. Das war absehbar, das war wirklich absehbar, dass sie das halt eben nach einer gewissen Zeit machen. Ne, weil irgendwann, ja, aber nur für eine Woche, ne? Das ist halt eben für eine Woche. Aber der wichtige Punkt ist ja, dass sie die Sachen nicht mehr rausnehmen, weil das war ja ein ultra krasser Kritikpunkt. Ja, dass sie die Erweiterungen rausgenommen haben, in diesen Content Vault reingepackt haben. Mhm. Wahrscheinlich wollten die, und die haben ja auch gerade noch ein paar andere Sachen zwischendurch gesagt, dass sie an der Engine noch arbeiten und da auch noch was dran machen wollen, damit das Spiel für viele Jahre. Ich meine, diese Social-Sachen, dass es ja einen Group Finder gibt und so, ne? Mhm. Da kann man dann auch noch von mehrere Dinge ableiten, wo der Fokus jetzt drauf liegt. Ja, klar, wenn sie sagen, sie arbeiten noch weiter an der Engine und machen da noch weiter und so, das bedeutet für mich, Destiny wird halt sich weiter krass in diese Social-Richtung entwickeln und das wird auch mehr MMO-Aspekte, mehr diese Gruppensachen werden mehr in den Vordergrund gestellt werden. Diese Partnerschaft mit Epic, die haben sich ja mit denen auch ausgetauscht. Mhm. Man darf nicht vergessen, Epic hat das erfolgreichste Social-Game aller Zeiten, das ist Fortnite. Und die sind Destiny-Fans, Destiny ist da, also die haben gute Zeit vor sich. Sony hat mega Geld da reingepumpt. Bungie wird da richtig jetzt abliefern, glaube ich. Das wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Echt gut Stuff, Leute. Das ist echt gut Stuff.